Ich konnte halt die Intensivstation nicht verlassen. Und das war so ein Moment, wo mir richtig klar wurde, das hier ist echt ernst. Einem wird die ganze Zeit vor Augen geführt, dass es hier wirklich um Leben und Tod geht. Ich bin Sarah, ich bin 33 Jahre alt. Und als ich im Juli 2007 gemerkt habe, dass es mir immer schlechter ging, keine 10 Meter mehr gehen konnte, ohne eine Pause zu machen, kam eben heraus, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe durch eine verschleppte Grippe, die unbemerkt blieb. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich so richtig fiebrig war oder wirklich richtig schlimm krank. Das war aber so ungefähr Anfang des Jahres. Und Mitte des Jahres habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass es richtig Auswirkungen hat. Auf einmal habe ich mein Herz eben sehr stark gespürt. Es kam halt dadurch, dass das Herz immer schneller wurde, weil es halt immer versucht hat, irgendwie genug Blut durch den Körper zu pumpen. Irgendwann eben so stark, dass ich dachte, jetzt muss ich das unbedingt abklären lassen, wo dann halt rauskam, 10% Herzleistung, da gibt es halt gar keine Option mehr, außer mich auf die Transplantationsliste zu setzen und auf ein Spenderherz zu warten. Ich konnte das am Anfang überhaupt nicht verstehen, dass der Arzt dann gesagt hat, ja, es kann halt eine Woche dauern, es kann aber auch 2 Jahre dauern. Und ich wusste, ich konnte die Intensivstation definitiv nicht verlassen, weil ich einfach zu schwach war. Das war so ein Moment, wo mir richtig klar wurde, das hier ist echt ernst. Und ich wusste, ich muss jetzt meiner Familie sagen, ich bleib hier jetzt. Entweder werde ich hier unten jetzt sterben oder ich komme halt irgendwann nach Hause mit einem neuen Herzen. Ja, man wartet irgendwie auf einen Anruf, der einerseits natürlich meine Erlösung ist und andererseits aber auch, ja, ein anderer Mensch irgendwo gestorben ist. Ja, also ich glaube, einem wird die ganze Zeit vor Augen geführt, dass es hier wirklich um Leben und Tod geht. Irgendwann wurde es eben konkreter und ich habe auch um mich herum gemerkt, okay, die bereiten schon vor, so ein bisschen. Ich habe halt gemerkt, irgendwas ist irgendwie schon anders. Und als es dann hieß, ein Entnahmeteam fliegt dann eben los und dann kam der Arzt, der bei mir war, eben rein und hat gesagt, Sarah, es sieht wirklich alles gut aus. Und da musste ich erstmal tief durchatmen, weil da kamen auf einmal alle Gefühle hoch. Man denkt ja auch in dem Moment, da ist ja auch jemand gestorben. Und da sind gerade auf der anderen Seite eben Angehörige, die trauern. Also da ist Tod und Leben so nah beieinander, dass es einfach schwierig ist, in dem Moment einfach in Freude auszubrechen. Aber es war halt alles. Es war so eine Gefühlsexplosion. Und ich dachte, ich könnte jetzt auch sterben. Jetzt ist der Zeitpunkt. Oder ich gehe jetzt in diesen OP, komme wieder und kann gesund werden. Als ich aus dem OP kam, ich habe sofort gemerkt, dass etwas anders war. Ich kam aus dem OP und habe das Gefühl gehabt, mein Herz bleibt stehen. Ich habe die ganze Zeit so auf diesen Monitor geguckt und dachte, oh mein Gott, irgendwie stimmt da was nicht. Aber das Herz war einfach normal schnell und das war ich nicht mehr gewohnt. Und ich bin aufgewacht und habe aber auch sofort an meinen Spender oder meine Spenderin gedacht. Und habe die erste Zeit auch so ein bisschen Albträume gehabt. Daran kann ich mich auch noch erinnern, weil mich so ein bisschen Schuldgefühle auch geplagt haben. Also ich gebe mir keine Schuld. Er wäre gestorben. Er hat mir aber einfach die Möglichkeit gegeben, weiterzuleben. Da ist man einfach sehr, 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 sehr dankbar. Also inzwischen 15 Jahre einfach als Bonusjahre geschenkt zu bekommen. Ich habe dann auch eine Reha gemacht im Anschluss, wo ich dann aber auch gemerkt habe, dass meine Motivation sehr, sehr groß war, wieder schnell ins Leben zurückzufinden. Dann ist die andere Sache natürlich, dass man mental auch alles ein bisschen verarbeiten muss. Und dann halt eben diese neue Welt, also meine Medikamente rechtzeitig zu nehmen, die ganzen Vorsorgetermine, die Kontrolltermine, die ja auch wichtig sind. Das gehört dann alles dazu auf einmal. Wenn man jetzt alles dazu zählt, also vor der letztendlichen Diagnose bis hin zu Reha und dann wieder zurück ins Leben, waren das, glaube ich, 1,5 Jahre Krankenhaus. Ich glaube, das, was mir am meisten Stärke gegeben hat, das waren so meine Freunde, meine Familie, die dir zeigen, dass du wichtig bist und wofür ich halt das Ganze aber auch überleben muss,
weil da einfach Menschen sind, die ich zurücklassen würde. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass die Pflegekräfte mir wirklich doll Kraft gegeben haben, immer wieder. Also ich habe gedacht, es kann noch nicht zu Ende sein, weil ich mein Leben noch gar nicht gelebt habe. Ich möchte eigentlich noch so viel machen. Das war auch damals so für mich das größte Ziel einfach, dass ich gesagt habe, wenn ich hier raus bin, möchte ich ganz, ganz viel von der Welt sehen. Ich möchte so viel erleben, wie ich nur kann. Jetzt habe ich die Zeit und jetzt muss ich leben. Und ich lebe ja auch nicht nur für mich weiter. Ich versuche jetzt irgendwie für 2 zu leben. Es kann ja jederzeit vorbei sein und deswegen schiebe ich nichts mehr auf. Also wenn ich etwas machen möchte, dann mache ich das auch einfach. Der 26.06.2008, das ist für mich schon ein sehr, sehr besonderer Tag, an dem so mein zweites Leben einfach losging. Am meisten traurig macht mich halt, dass jeden Tag immer noch Menschen sterben müssen, weil nicht rechtzeitig ein Spenderorgan zur Verfügung steht. Vielleicht können wir was daran ändern, indem wir einfach die Spendebereitschaft etwas erhöhen, indem wir einfach ein kleines Kreuz setzen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, so einfach ist das nicht, aber doch, es ist so einfach. Es zwingt ja nie jemand, ein Ja anzukreuzen, aber es wäre wichtig, diesen Organspendeausweis auszufüllen. Und das ist alles. Und das ist etwas, wofür ich halt kämpfe.